I once had it all. My palate was sated. Kurz Musik ausgemacht. Nostrils stimulated. Standing venerated. Then one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. I'm taking what's mine. So, da wollen wir mal. It made me think of your poem. Congratulations. Wundervoll. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Ich hoffe, alle können Englisch. Oder ich hoffe, du kannst Englisch, Ben. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Huh? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. Yours. Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs., it is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. Now, it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye.
Now that was a conversation I was too sober for. Look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work, to live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Wie wundervoll. Ich habe jetzt erst bemerkt, dass ich auch über das Dings da Headset gestummt war. Dass ich den Knopf da reingedrückt hatte. Ich voll Idiot. Hä? I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Jedes Porträt, das mit Gefühl gemalt wird, ist ein Porträt des Künstlers, nicht des Models. Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray. Oi.
werde auch ein bisschen vorlesen. Am Prolog ist es etwas langweilig. Aber jetzt, wo das Hauptspiel losgeht, wird es alles etwas interessanter. Und damit heißt es herzlich willkommen in Layers of Fear. Wundervoll. Schöner Maulkorb. Digga, das Spiel sieht so brutal aus. Superior Old Bourbon-Whisky. 750 Milliliter. Since 43%, Digga. Distilled and bottled by Henry Martin and Company. Ah ja. Na super. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe Sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tag, nicht Tag. Mensch. Poppy. Wundervoll. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so. Es geht nicht um mich, es geht um Sie. Bei allem, was ich tue, habe ich nur Ihr Wohlergehen im Sinn. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde an meinem Temperament arbeiten. Versprochen, wir reden später weiter. Ich liebe dich. Oi. Fehlerfreies Lesen, sag mal. Na hör mal. Warte, wie spät ist es da? 10 Uhr. 10 Uhr 5. Nee. Bin ich jetzt bescheuert? Warte, halb 5. Ja. Dann 10:37 Uhr oder 38. Oder? Bin ich blöd? Ich bin blöd, Digga. Keine Ahnung. Zu bescheuert. Schöne Rattenfallen. Little Weenie and Partners. Haben Sie ein Rattenproblem, rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555-3825, schnell, effizient und diskret. Wundervoll. Schlangenöl.
Konnte man nicht irgendwie ranzoomen in dem Game? Ging das nicht? Also, was steht da? Balsamic Elixier, Fast Acting. Und irgendwas mit Acid, Poison. Wundervoll. Wunderschön, dass man sowas im Bad stehen hat. Komm, ich spül mal. Spül die Scheiße runter. Komm, schaffst das. Wunderschöne Kackreste. Ablecken. So, nochmal die Küche abchecken. Figured you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. In other words, get some sleep, you big dummy. I love you. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht. Und wie der Rest von uns gewöhnlichem Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon. Japs. In anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Ich mache jetzt auch ASMR. Nebensächlich. Digga, das ist sogar heftig, dass man so Staubpartikel hier sieht. Ich hasse Keller. Ich hasse Keller in Horrorspielen. Ich mag es nicht. Ich will es nicht. Ich kann es nicht. Ich dreh durch. Zeugnis. Lesen. 3453. Reading Period. Schreiben 4234. Mathematik. Oi. Ich screenshotte mir das mal. Vielleicht sind diese Codes für später wichtig. Ich weiß es nicht. Einfach mal mitnehmen. Den Scheiß. So wie damals konnte man das hier nicht mehr aufdrehen. Zu. Wundervoll. Wundervoll.
krass für grafische Meisterwerke. Natürlich kann ich auch Klaviernoten lesen. Alter. Es war jetzt kein gewaltiger Jumpscare, aber es war sehr, sehr laut über dem Headset. Been working all night. Don't wake me up. Habe die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Might not be a household name yet, but Oh, just das ist viel zu lesen. the incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, "She was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years," stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of its harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, "There's more to performing music than enthusiasm in a pretty face." When asked if, after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, "Yes." We caught up with the star. Ich lese es jetzt vor. Erstmal den Rülpser rauslassen. Sorry. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Unleserlich. Mag jetzt noch kein Name von Gewicht sein, aber geben Sie ihr ein wenig Zeit. Die unglaublich talentierte Multi-Instrumentalistin hat gestern Abend eine erstaunliche Leistung abgeliefert und selbst die glühendsten Neinsager überzeugt. Sie war einfach atemberaubend. Ich habe seit Jahren nicht mehr so viel Passion, Energie und Talent gesehen, kommentierte der berühmte Pianist Daniel Richter mit seinem Lob, blieb er nicht allein. Scheinbar hat sogar Anthony Giles, einer von härtesten Kritikern, nun endlich Licht in den dunklen... Warte mal. Giles hatte sich zuvor abfällig über die Künstlerin geäußert und erklärt, dass musische Darbietungen mehr sind als nur Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Als er gefragt wurde, ob er diese Worte bereue, nachdem er... Oh mein Gott, Digga, scheiß drauf. Junge, also, gerade habe ich richtig reingeschissen, Digga, mit dem Lesen. Bruder, das ist ja nicht mehr normal. Egal, ich gehe auf Klo. Die Blase drückt.
So. Sorry. Couldn't sleep. The leg's been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you. Entschuldige, konnte nicht schlafen, das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Die sagen ziemlich oft, ich liebe dich. Wieso? Weshalb? Warum? Sowas wie Liebe gibt es nicht. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined to comment on today's tragic events. Wow. Wundervoll. Ah ja, Rotkäppchen oder was? I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. You promised. Hallo. Daddy's here. Why pink? I'm so sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Come talk to me when you're Oh, diese Jalapenos sind so scharf. Oh. Junge.
Ich habe es so satt, dass wir uns mit Hilfe dieser Zettel unterhalten. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus, komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst.